Nach 47 Jahren stillen Treibens durch die Dunkelheit hat sich Voyager 1 gerade zurückgemeldet. Kein Rauschen, sondern etwas anderes. Etwas, das niemand erklären kann. 1977 gestartet. Von vielen vergessen und nun über 24 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, hat Voyager 1 ein Signal aufgefangen. Ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Physiker hat Alarm geschlagen. Das ist keine Störung. Das ist revolutionär. Die NASA-Ingenieure sind fassungslos. Astrophysiker sind verblüfft. Theorien fallen in sich zusammen. Was hat Voyager 1 in der Lehre gehört? Gehen Sie noch nicht, sondern entdecken Sie mit uns diese Botschaft auf unserer heutigen Reise. Zwillinge mit einer Mission. Es begann mit einem Himmel, der eine Gelegenheit ankündigte, eine Planetenkonstellation, die so selten, so mathematisch perfekt war, dass sie seit über 170 Jahren nicht mehr stattgefunden hatte und für fast 2 Jahrhunderte nicht wieder vorkommen würde. In der großen Stille der 1970 Jahre standen 4 Giganten Schlange. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Nicht für die Show, sondern für eine Chance. Die Geschichte der Menschheit neu zu schreiben. Die NASA hat nicht mit der Wimper gezuckt. Sie sah die Ausrichtung als das, was sie war. Eine Gravitationsautobahn, die sich quer durch das äußere Sonnensystem zog. Und wenn das Timing genau stimmt, könnte ein Raumschiff nur eines von Planet zu Planet fliegen und deren immense Schwerkraftfelder wie Trittsteine über den Abgrund hinweg nutzen. Eine Reise, für die sonst 4 verschiedene Missionen und Jahrzehnte erforderlich wären, könnte nun in einem einzigen atemberaubenden Versuch durchgeführt werden. Sie nannten es The Grand Tour. Aber es war ein kleines Fenster. Wenn man es verpasst, wird die Tür bis zum Jahr 2153 zugeschlagen. Also haben sie einen Wettlauf mit der Zeit gemacht und gewonnen. 2 Raumschiffe wurden gebaut, keine Testeinheiten, keine maßstabsgetreuen Prototypen, sondern vollwertige interplanetarische Maschinen. Voyager 1 und Voyager 2, die 1977 gestartet wurden. Zwillingsschiffe mit geteilten Schicksalen. Voyager 1 raste mit einem einzigen Ziel voraus: Titan. Der orangefarbene Saturnmond birgt Geheimnisse, die die Wissenschaftler nachts wach halten. Doch die Jagd nach Titan bedeutete, Uranus und Neptun auszulassen. Voyager 1 würde den Rand nicht sehen. Sie würde schnell und hell brennen und am Saturn anhalten. Voyager 2 war das geduldige Auge. Sie folgte der langsamen Kurve der äußeren Planeten. Und deshalb hat sie Geschichte geschrieben. Sie bleibt die einzige Raumsonde, die alle 4 Gas- und Eisriesen besucht hat. Von den gewaltigen Stürmen des Jupiters bis zu den saphirblauen Winden des Neptuns lieferte sie der Erde nicht nur Daten, sondern eine Vision, Bilder und Einsichten, die das menschliche Auge nie zuvor erfasst hatte. Und genau hier änderte sich das Spiel. Voyager führte die Welt in die Schwerkraftunterstützung ein. Nicht nur als Konzept, sondern als Revolution. Keine Treibstoffverbrennungen mehr. Kein Reisen mit roher Gewalt mehr. Stattdessen ein Schwungtanz, die Drehung und Geschwindigkeit von Planeten nutzen, um sich selbst weiter in die Leere zu schleudern. Was früher 30 Jahre gedauert hätte, dauerte nur noch 12. Was früher Treibstoff benötigte, erforderte jetzt nur noch Präzision und Vertrauen in die Orbitalphysik. Und nicht nur amerikanische Physik. In den letzten Jahren haben deutsche Astrophysiker des Max-Planck-Instituts die Berechnungen, die der Grand Tour zugrunde liegen, überdacht und sie als die eleganteste Anwendung der Newtonschen Mechanik in der Geschichte der Menschheit bezeichnet. Die Missionsplaner des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, bezeichneten die Voyager als eine technische Sinfonie, bei der das Timing der Dirigent und die Schwerkraft das Instrument war. Selbst heute, mehr als 40 Jahre später, flüstern die beiden Voyager immer noch aus dem Jenseits zurück. In der Tiefe treibend, wo das Sonnenlicht eine Erinnerung ist und die Erde ein blasses Echo, senden sie weiterhin Signale, jetzt langsamer, aber immer noch lebendig. Jedes Byte der Daten stammt aus einem Bereich, den keine Maschine je zuvor berührt hat. Nicht nur die Entfernung, sondern auch die Zeit selbst scheint sich um diese Sonden zu biegen. Die Reise, die ursprünglich als kurze Erkundungstour geplant war, ist zu einem Epos in Zeitlupe geworden. Ein Härtetest durch die kosmische Dunkelheit. Die Systeme versagen. Die Energie lässt nach. Und eine Rettung ist nicht möglich. Doch die Voyagers halten durch und wecken damit eine neue Art von Bewunderung. Nicht die Ehrfurcht vor Startrampen und Feuerwerken, sondern die stille Ehrfurcht vor Maschinen,
die einfach nicht aufhören wollen. Und in Deutschland, wo das öffentliche Interesse an der Raumfahrt mit dem Aufkommen privatwirtschaftlicher Kooperationen zugenommen hat, lebt die Geschichte der Voyager wieder auf. Die Welt bezeichnete sie kürzlich als den ersten echten Schritt der Menschheit in die Galaxis, während in Weltraumforen darüber diskutiert wird, ob die bevorstehenden ESA-Missionen LISA oder JUICE jemals an das Vermächtnis der Voyager heranreichen werden. Es geht nicht mehr nur um die Erforschung von Planeten. Es geht um den Fortbestand über Generationen hinweg. Voyager hat uns mehr gegeben als Wissenschaft. Sie hat uns eine Vision gegeben. 2 Schiffe, 2 Kurse, ein gemeinsames Ziel, uns zu zeigen, was dahinter liegt. Und nun, da sie in den interstellaren Raum abdriften, fragen sich einige laut, ob sie jemals gefunden werden. Ob eine andere Intelligenz, ob menschlich oder nicht. Über die goldenen Schallplatten an Bord stolpern und unsere Lieder, unsere Grüße, unsere Hoffnung hören wird. Letztendlich ging es bei der Grand Tour nie nur darum, wohin wir gehen könnten. Es war eine Frage, die wir dem Universum zuflüsterten: Sind wir allein? Und wenn nicht, werden sie wissen, dass wir in Frieden gekommen sind? Gebaut, um die Leere zu überleben. Wie die Voyager gebaut wurde, um zu überleben, ist eine Geschichte von kühnem Denken, kluger Technik und Mut. Während die meisten Raumschiffe auf Solarzellen angewiesen waren, um mit Energie versorgt zu werden, brauchte die Voyager etwas mehr. Sie war auf dem Weg in die Tiefen des Weltraums, weit jenseits des Bereichs, in dem Sonnenlicht etwas ausrichten konnte. Also entschied sich die NASA für die Kernenergie. Buchstäblich. Die Ingenieure entschieden sich für den Einsatz von thermoelektrischen Radioisotopengeneratoren, RTGs, winzigen Nuklearbatterien, die die Wärme von zerfallendem Plutonium in Strom umwandeln. Das war damals ein riskantes Unterfangen. Aber es hat sich sehr gelohnt. Dank dieser RTGs konnten die Voyager-Raumsonden weiterlaufen, wo solarbetriebene Missionen schon längst aufgegeben hätten. Und sie laufen immer noch, Jahrzehnte später. Die Konstruktion war zwangsläufig schwierig. Es handelte sich nicht um ein empfindliches Hochleistungssystem wie die heutige Technik. Die Voyager wurde wie ein Panzer gebaut, mit bewährten Teilen, die der Weltraumstrahlung, den brutalen Temperaturen und der totalen Isolation standhalten konnten. Keine Reparaturen, keine zweiten Chancen. Sogar die Abschirmung der Elektronik wurde kurz vor dem Start verbessert, was zeigt, dass jedes Quäntchen Schutz wichtig ist. Nichts an Bord verschwendet Energie. Jedes System wurde so ausgelegt, dass es schlank läuft. Der Speicher des Raumfahrzeugs beträgt nach heutigen Maßstäben lächerliche 69 Kilobyte. Und trotzdem erledigt es seine Aufgabe. Das ist die Magie intelligenter Ingenieurskunst, das Beste aus dem Wenigen zu machen. Die Energieverwaltung war streng, und diese Disziplin hat die Voyager am Leben erhalten, auch wenn die RTGs mit der Zeit langsam an Kraft verlieren. Und dann ist da noch die Antenne, eine 12 Fuß breite Schüssel mit hoher Verstärkung, die immer auf die Erde gerichtet ist und von einem bordeigenen System, das die Lage und Ausrichtung kontrolliert, ausgerichtet wird. Im Moment brauchen die Signale von Voyager 1 über 22 Stunden, um die Erde zu erreichen. Soweit ist es gekommen, aber es antwortet immer noch. Diese Art der Kommunikation über eine so große Entfernung ist nur möglich, weil bei der Planung alle Herausforderungen des Weltraums berücksichtigt wurden. Backup-Systeme waren ein Muss. Die NASA wusste, dass Dinge kaputt gehen würden. Deshalb wurde die Voyager mit Redundanzen ausgestattet. Zusätzliche Triebwerke, zusätzliche Computer, Backups für kritische Teile. Das waren nicht einfach nur Reserven. Sie waren bereit, in der Sekunde, in der etwas schief ging, zu übernehmen. Dieses Denken, die Vorstellung, dass es zu Ausfällen kommen würde und sie bereit sein mussten, bestimmte die gesamte Mission. Das ist der Grund, warum die Voyager nicht nur überlebt hat, sie gedeiht. Die Macht des Plutoniums. Die RTGs waren mehr als nur clever. Sie haben das Spiel verändert. Die Solarenergie schwindet, je weiter sich ein Raumschiff von der Sonne entfernt. Aber RTGs laufen weiter. Sie arbeiten mit dem Seebeck-Effekt. Grundsätzlich erzeugt ein Temperaturunterschied zwischen 2 Materialien einen elektrischen Strom. Im Inneren des RTG gibt Plutonium 238 beim Zerfall kontinuierlich Wärme ab. Diese Wärme trifft auf eine Seite eines Thermoelementes, während die andere Seite dem kalten Vakuum des Weltraums ausgesetzt ist. Elektrizität fließt, keine beweglichen Teile, nichts zum Verklemmen, nichts zum Abnutzen, nur langsame, gleichmäßige Leistung, Jahr für Jahr.
Beim Start verfügte jede Voyager über 3 RTG, die eine Leistung von etwa 470 Watt abgaben. Das ist weniger als der Verbrauch eines Haartrockners. Aber es war genug. Im Laufe der Zeit ist die Leistung zwar gesunken, aber sie reicht immer noch aus, um die wichtigsten Instrumente am Laufen zu halten. Die NASA schaltet vorsichtig ein System nach dem anderen ab, um auch noch das letzte Quäntchen Wissenschaft aus dem schwindenden Saft herauszuquetschen. Dieser langsame Niedergang hat den Strom der Entdeckungen nicht gestoppt. RTGs ermöglichten es der Voyager, Orte zu erforschen, die sie nie zuvor gesehen hatte, und dennoch Daten von jenseits des Randes des Sonnensystems nach Hause zu senden. Und sie werden wieder zum Einsatz kommen. Auf Mars-Rovern wie Curiosity und Perseverance und bei künftigen Missionen zu Eismonden und fernen Planeten. Wenn es kein Sonnenlicht, keinen Treibstoff und keinen zweiten Schuss gibt, sind RTGs der einzige Weg nach vorne. Sie sind in gewisser Weise das Herzstück von Weltraummissionen. Sie sind leise, zuverlässig und geben niemals auf. Voyager hat nicht nur gezeigt, wie weit die menschliche Technologie gehen kann, sondern auch, was sie finden kann. Als Voyager 1 1979 witzig am Jupiter vorbeiflog, öffnete sie das Tor zu einer wilden neuen Welt. Eine der größten Überraschungen, ein Mond namens Io. Die Voyager hat die ersten Bilder von aktiven Vulkanen außerhalb der Erde aufgenommen. Massive Eruptionen schleudern die Rauchfahnen Hunderte von Kilometern ins All. Es war explosiv, chaotisch und völlig unerwartet. Es hat sich herausgestellt, dass Io durch die Schwerkraft des Jupiters und die Anziehungskraft seiner benachbarten Monde gedehnt und gequetscht wird. Diese Gezeitenerwärmung treibt seinen extremen Vulkanismus an und macht ihn zum geologisch aktivsten Körper im Sonnensystem. Allein diese Entdeckung veränderte die Vorstellungen der Wissenschaftler darüber, woher die Energie kommen könnte und wo möglicherweise Leben existieren könnte. Dann war da noch Europa. Auf den ersten Blick sah sie gefroren und ruhig aus, aber ein genauerer Blick zeigte etwas anderes. Lange Risse durchzogen seine Oberfläche und Krater waren seltsamerweise selten. Das deutet auf eine junge, sich verändernde äußere Hülle und möglicherweise auf einen unter dem Eis verborgenen Ozean hin. Erwärmt durch die gleichen Gezeitenkräfte, die auch Io antreiben, könnte Europa tief unter der Oberfläche flüssiges Wasser haben. Dies löste eine Welle des Interesses aus, die zu zukünftigen Missionen wie Europa Clipper führte, die nach Anzeichen von Leben unter der gefrorenen Kruste suchen werden. Auch der Jupiter selbst hatte eine Überraschung auf Lager. Bis zum Auftauchen der Voyager war der Saturn der einzige Planet, von dem man wusste, dass er Ringe hat. Doch Voyager 1 entdeckte etwas Schwaches und Seltsames. Staubige Ringe, die den Jupiter umkreisen. Sie waren von der Erde aus nicht sichtbar, zu dünn und dunkel, um viel Licht zu reflektieren. Aber die Instrumente der Voyager fingen sie ein. Es stellte sich heraus, dass diese Ringe aus Partikeln bestehen, die durch Einschläge auf den kleineren inneren Monden des Jupiters aufgewirbelt wurden. Ein weiteres Rätsel ist gelöst, und die Geschichte der Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen wurde um eine neue Ebene erweitert. Die Voyager tauchte auch in das Magnetfeld des Jupiters ein, das sich als gewaltig herausstellte. Es ist das größte und stärkste im Sonnensystem. Es erstreckt sich über Millionen von Kilometern in den Weltraum, fängt geladene Teilchen ein und bildet Strahlungsgürtel, die den Van Allen-Gürtel der Erde in den Schatten stellen. Und die Vulkanausbrüche von Io nähren die Magnetosphäre des Jupiters und bilden einen Torus, einen riesigen Ring aus Plasma, der den Planeten umkreist. Es ist ein wilder Tanz der Geologie und des Elektromagnetismus, bei dem Planeten und Monde nicht nur Nachbarn sind, sondern in tiefer Wechselwirkung stehen. Saturn und das Geheimnis der Orange. Voyager 1 ist nicht nur vorbeigeflogen, sondern hat gezeigt, wie komplex und lebendig das äußere Sonnensystem wirklich ist. Sie bewies, dass Monde ausbrechen können, dass sich Ozeane unter Eis verstecken können und dass selbst die ruhigsten Planeten Geheimnisse haben. Und das alles mit Geräten, die älter sind als die meisten modernen Toaster. Der Erfolg des Vorbeiflugs von Voyager 1 hat die Messlatte nicht nur höher gelegt, sondern neu definiert. Jupiter hatte sich als ein Planet voller Gewalt und Wunder entpuppt, vollgepackt mit magnetischem Chaos, kochenden Stürmen und vulkanischen Monden, die Feuer in die Leere spucken. Aber selbst dieses wilde Schauspiel war nur der Anfang, denn als nächstes kam Saturn. Als Voyager 1 im November 1980 den Saturn erreichte, glitt sie nicht nur an einem anderen Gasriesen vorbei,
sondern glitt in eine der surrealsten und fremdartigsten Ecken des Sonnensystems. In einer Höhe von nur 124.000 Kilometern über den wirbelnden Wolken nahm sie den detailliertesten Blick auf die berühmten Ringe des Saturns auf, den man je gesehen hatte. Diese Ringe waren nicht einfach nur Schleifen aus Eis und Staub. Sie hatten Struktur, Bewegung und Haltung. Es gab Zöpfe, Locken, spiralförmige Wellen, jede einzelne geformt durch das gravitative Tauziehen zwischen Saturn und seinen Monden. Und dann waren da noch die Speichen, dunkle, geisterhafte Schlieren, die über die Ringe schossen und die niemand so recht verstand. Auch der Planet selbst hatte seine Geheimnisse, gebändert wie Jupiter, aber in einen dickeren, geheimnisvolleren Dunst gehüllt, sah Saturn ruhiger aus. Doch unter diesem Nebel war Bewegung. In seiner Atmosphäre fehlte mehr Helium als erwartet, das möglicherweise tief in den Kern gesunken war und Wärme freisetzte. Wärme, die diesen eisigen Riesen mit innerer Energie am Leben hielt. Aber Saturn war nicht der Hauptgewinn. Diese Ehre gebührte dem Titan. Die Flugbahn der Voyager wurde speziell für eine Aufnahme festgelegt. Eine nahe Begegnung mit dem größten Mond des Saturns. Lange Zeit hatte man vermutet, dass Titan eine Atmosphäre besitzt, die dick genug ist, um seine Oberfläche vollständig zu verbergen. Und als die Voyager bis auf knapp über 6.000 Kilometer heranflog, wurde dieser Verdacht zur Tatsache. Titan war nicht nur ein Felsen mit einem Dunstschleier, sondern eine Welt für sich. Sein orangefarbener Himmel war mit Stickstoff und Methan durchsetzt. Der Druck war höher als auf der Erde und eiskalt, aber nicht kalt genug, um das gesamte Methan zu gefrieren. Das bedeutete, dass sich das Zeug ansammeln, vielleicht sogar Seen bilden konnte, möglicherweise Meere. Methane Mere, mit einem Himmel voller Kohlenwasserstoffe und einer Oberfläche, die im Dunst versinkt. Hatte Titan alle Voraussetzungen für eine Chemie, wie sie auf der Erde nicht vorkommt. Und auch wenn die Voyager die Oberfläche nicht sehen konnte, waren die Hinweise eindeutig. Dieser Ort könnte seine eigene Version eines Wasserkreislaufs haben, nur mit flüssigem Methan anstelle von Wasser. Diese Art von Einrichtung könnte die ersten Schritte des Lebens hervorbringen, nur eben auf eine völlig fremde Art. Der Vorbeiflug an Titan markierte das Ende der Planetentour von Voyager 1. Diese für Titan optimierte Flugbahn zog ihn aus der Ebene des Sonnensystems heraus. Danach gab es keine engen Begegnungen mehr. Aber die Erkenntnisse über den Saturn und seinen riesigen Mond waren ausreichend, um den Kurs zu rechtfertigen. Von diesem Moment an änderte sich die Aufgabe von Voyager 1. Keine Jagd nach Planeten mehr. Jetzt sollte sie den Rand des Sonnensystems selbst verfolgen. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn während Voyager 1 nach oben und nach außen segelte, flog ihr Zwilling Voyager 2 weiter. Die einzigartige Route von Voyager 2. Voyager 2 hatte seine eigene Reise. Eine Reise, die noch kein Raumschiff zuvor oder danach unternommen hat. Dank einer einmal in 175 Jahren stattfindenden Planetenausrichtung konnte die Voyager 2 den ultimativen Huckepackflug machen und mit Hilfe der Schwerkraft von einer Welt zur nächsten springen. Und 1986 erreichte sie den Uranus. Uranus sieht nicht nach viel unsichtbarem Licht aus. Blass, ruhig, weit entfernt. Aber Voyager 2 hat das übersehen. In nur 81.000 Kilometern Höhe über den Wolken enthüllte sie einen Planeten, der im wahrsten Sinne des Wortes auf die Seite geschoben wurde. Mit einer axialen Neigung von 98 Grad dreht sich der Uranus auf seiner Seite, wie ein rollendes Fass, und erzeugt damit extremere Jahreszeiten als alles andere da draußen. Auch das Magnetfeld des Uranus verhält sich nicht normal. Es ist schief und exzentrisch und deutet auf etwas Seltsames im Inneren hin. Sehen neue Monde, 2 dünne Ringe, und dann war da noch Miranda. Ein Mond, der aussah, als hätte ihn jemand zertrümmert und falsch herum wieder zusammengeklebt. Klippen, die höher waren als alles andere auf der Erde. Bergrücken, Canyons, ein Gelände, das wie Frankensteins Monster zusammengefügt war. Niemand hatte diese Art von Komplexität von etwas so Kleinem erwartet. Dann kam der letzte Halt. Neptun. Im August 1989. Neptun saß am Rand, kaum sichtbar von der Erde, kalt, dunkel und vergessen. Doch als Voyager 2 in nur 5.000 Kilometern Entfernung von den Wolkengipfeln vorbeiflog, zeigte der Planet, dass er noch viel Biss hatte. Neptun entpuppte sich als tiefes, königsblaues Marmor, das von den schnellsten Winden im Sonnensystem mit über 1931 Stundenkilometern gepeitscht wird.
Wie kann etwas, das so weit von der Sonne entfernt ist, so energiegeladen, so chaotisch sein? Und es war nicht nur der Planet. Neptuns größter Mond, Triton, wartete mit seiner eigenen wilden Show auf. Triton umkreist den Planeten rückwärts, ein wichtiger Hinweis darauf, dass er nicht dort entstanden ist, sondern wahrscheinlich aus dem Kuipergürtel entführt wurde. Aber das war noch nicht alles. Geysire aus Stickstoff, die aus der eisigen Kruste in den Himmel steigen, sind der Beweis für Kryovulkanismus. Vulkan aus Eis und Gas, nicht aus Feuer und Asche. Triton war nicht nur geologisch lebendig, er hat das Regelwerk neu geschrieben. Damit war die große Tour abgeschlossen. 4 Planeten, Dutzende von Monden, Ringsystem, Stürme, Geysir, geneigte Felder. Die beiden Voyagers waren weiter vorgedrungen als alles andere vor ihnen, aber sie waren noch nicht fertig, denn es gab noch eine letzte Grenze. Die letzte Barriere, Heliopause. Die Heliosphäre ist eine riesige Blase, nicht aus Gas oder Staub, sondern aus roher Energie, Druck und Einfluss. Dieses unsichtbare Kraftfeld, das durch den Sonnenwind und das Magnetfeld der Sonne gebildet wird, umgibt das gesamte Sonnensystem. Es ist der Grund dafür, dass die Erde nicht ständig von tödlicher kosmischer Strahlung bombardiert wird. Jeder Planet, jeder Mond und jedes Gestein ist in dieser Schutzzone eingebettet. Aber selbst etwas so Massives kann sich nicht ewig ausdehnen. Es gibt eine Grenze, einen Ort, an dem der Griff der Sonne in die Dunkelheit dahinter verschwindet. Diese Linie wird als Heliopause bezeichnet. Sie ist die äußere Grenze des Einflusses der Sonne, die letzte Grenze, an der der Sonnenwind auf den interstellaren Raum trifft. Hinter diesem Punkt übernimmt die Galaxie die Führung, und nur 2 Raumschiffe haben diese Grenze jemals überschritten. Voyager 1 tat dies als erste am 25. August 2012. Voyager 2 folgte 6 Jahre später im Jahr 2018. Als beide diese unsichtbare Linie überquerten, änderte sich alles. Die Sonnenpartikel nahmen ab, die galaktische Strahlung nahm zu. Das Magnetfeld verschob sich. Das war keine Theorie mehr. Das war der Beweis. Die Blase der Sonne hatte ein Ende. Der Weltraum, so stellte sich heraus, hat Grenzen. Doch bevor die beiden Voyager diesen Punkt erreichten, mussten sie die Helios Heath überstehen. In den interstellaren Raum, jenseits der letzten Grenze, wo die Kraft der Sonne schwindet und die Sterne zu flüstern beginnen, gibt es einen Ort, von dem die NASA einst dachte, er sei ruhig. Eine glatte Kante, wie die Uferlinie eines kosmischen Sees. Doch die Realität, die von 2 alternden, in den 1970er Jahren gebauten Raumsonden entdeckt wurde, ist weitaus heftiger. Direkt innerhalb der Heliopause, der unsichtbaren Blase, die die Grenze unseres Sonnensystems markiert, liegt eine Zone des Chaos. Der Sonnenwind, eine endlose Explosion geladener Teilchen von der Sonne, kollidiert mit interstellarem Material in einem Sturm aus magnetischen Turbulenzen, Teilchenverwirbelungen und unvorhersehbaren Stößen. Jahrelang stellten sich die Wissenschaftler diese Helios Heath als ein sanftes Gefälle vor, als eine sanfte Verschiebung zwischen solarem und galaktischem Einfluss. Aber Voyager 1 und Voyager 2 erzählten eine andere Geschichte. Was sie vorfanden, kam eher einem kosmischen Schlachtfeld gleich. Die Region pulsiert mit verdrehten Magnetfeldern, deren Intensität sich verändert, als würde sie atmen. Manchmal schrumpft die Grenze des Sonnensystems, weil sie von galaktischen Kräften nach innen gezogen wird. Zu anderen Zeiten dehnt sie sich aus, zurückgedrängt durch die Sonnenaktivität. Diese fließende Kante bedeutete, dass Voyager 1 den interstellaren Raum im Jahr 2012 durchquerte, 6 Jahre früher als Voyager 2. Obwohl sie 1977 nur wenige Wochen auseinander starteten. Der eigentliche Triumph von Voyager 2, sie hatte noch einen funktionierenden Plasmadetektor. Als er 2018 die Heliopause durchquerte, hat er den Übergang nicht nur verifiziert, sondern auch gemessen. Die Temperaturen sanken, die Partikeldichte stieg. Es war keine vage Grenze, es war eine harte Verschiebung, eine Wand der Veränderung. Dieser einzige Datensatz zwang uns, alles zu überdenken, was wir über die Form und Struktur der äußeren Hülle des Sonnensystems zu wissen glaubten. Und die Entdeckungen haben nicht aufgehört. Selbst jetzt, in mehr als 19 Milliarden Kilometern Entfernung, empfängt Voyager 1 etwas, das niemand erwartet hat, ein Brummen. Kein Ton, sondern Plasmawellen, zarte Wellen im interstellaren Medium. Diese gespenstische Frequenz, anhaltend und seltsam, deutet darauf hin,
dass selbst die Leere zwischen den Sternen nicht wirklich still ist. Sie pulsiert vor Energie. Dieses Brummen hat in der deutschen Astrophysikgemeinde neues Interesse geweckt, insbesondere am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, wo Forscher untersuchen, wie diese Plasmawellenmuster unsichtbare Strukturen in der lokalen, galaktischen Wolke aufzeigen könnten, der riesigen Region aus interstellarem Gas und Staub, in die das Sonnensystem jetzt eintritt. Und es gibt noch mehr. Im April 2024 schlugen die deutsche und die japanische Raumfahrtbehörde in einem gemeinsamen Papier vor, die sich verändernde Form der Heliosphäre mit Hilfe von KI-gesteuerten Simulationen, die zum Teil auf Voyager-Daten basieren, in Echtzeit abzubilden. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass es am Rande unseres Sonnensystems sogar jahreszeitliche Schwankungen geben könnte, die sowohl von den Sonnenzyklen als auch von der Gravitation benachbarter Sternensysteme beeinflusst werden. Die Voyagers waren für eine Lebensdauer von 5 Jahren ausgelegt. Sie haben fast 50 Jahre durchgehalten. Ihr ursprünglicher Auftrag: die Besichtigung der Riesenplaneten. Ihr Vermächtnis: die Form des Sonnensystems neu zu definieren und uns die ersten lebenden Karten des Unbekannten jenseits davon zu liefern. Noch heute verändert ihr Flüstern aus der Leere unser Verständnis der kosmischen Grenzen und erinnert uns daran, dass die Stille da draußen gar nicht wirklich still ist. Wenn Sie diese Reise über den Rand des Sonnensystems genauso beeindruckend fanden wie wir, vergessen Sie nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken und den Kanal für weitere Entdeckungen im Weltraum zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.